Er ist ein Überzeugungstäter. Rainer Kling fährt seit 8 Jahren begeistert Elektroauto und legt mit seinem roten Renault jedes Jahr rund 23.000 Kilometer zurück. Obwohl die öffentlichen Ladesäulen bei ihm im Hochtaunuskreis dünn gesät sind, wie er sagt. Vor allem, wenn es um Schnellladesäulen gehe. Die nächste Schnellladesäule wäre jetzt zum Beispiel dann irgendwo in Rosbach an der Autobahn oder in Bad Camberg an der Autobahn. Raststätte wäre eine, oder wenn man Richtung Wiesbaden fährt. Aber das sind alles Kilometerbereiche 15 Kilometer plus. Zwischen Elektrospaß und Elektrofrust mit Rainer Kling waren wir vor 3 Jahren schon mal unterwegs in Frankfurt. Nicht jede Ladesäule funktionierte damals auf Anhieb. Er erklärte uns die verschiedenen Kartensysteme und Preise und ärgerte sich auch mal über schlecht konzipierte Ladesäulen. Es gibt Menschen, die können nicht besonders gut sehen, die gehen mit dem Taststock und dann fahren sie über dieses Kabel. Das ist eigentlich nicht machbar, wenn sie abends von der Arbeit kommen. Das ist unverantwortlich, sich so hier anzustecken. Wenn es um die Anzahl der Ladesäulen geht, gibt es aktuell in Hessen noch immer große Unterschiede. Das zeigt der Blick auf die neue Rangliste, die der Automobilverband VDA vergangene Woche veröffentlicht hatte. Bundesweit teilen sich im Durchschnitt 23,3 Autos eine öffentliche Ladesäule. Der Landkreis Groß-Gerau liegt mit nur 6,0 Autos weit vorne. In Kassel sind es 15,9 E-Autos pro Ladesäule. Deutlich schlechter das Verhältnis in Frankfurt und Wiesbaden. 72,6 bzw. 113,3. Für den Automobilverband und deren Präsidentin Hildegard Müller geht der Ausbau der öffentlichen Ladesäulen in Deutschland nach wie vor zu schleppend voran. Wir stellen fest, dass schon aktuell es schwieriger wird, das Auto zu laden. Das heißt, das Verhältnis von Autos, die sich einen Ladepunkt teilen, wird in den letzten Jahren kontinuierlich schlechter und nicht besser. Und eigentlich sollten ja mit den Plänen der Bundesregierung hier auch Verbesserungen eintreten. Und ich muss leider sagen, wenn über der Hälfte der Gemeinden in Deutschland noch kein einziger öffentlicher Ladepunkt ist, dann ist offensichtlich die Dringlichkeit auch bei den Verantwortlichen noch nicht angekommen. Bei den Schnellladesäulen sieht Hessen im Vergleich zu anderen Bundesländern kaum besser aus. Bundesweit teilen sich im Durchschnitt 141,7 Autos eine Schnellladesäule. Spitzenreiter im Ranking sind Thüringen und Sachsen-Anhalt. Allerdings gibt es dort auch noch nicht viele E-Autos. Hessen liegt mit 201,1 Autos auf Platz 15, vor dem Schlusslicht Saarland. Das Ziel der Bundesregierung 2030 sollen 15 Millionen E-Autos auf Deutschlands Straßen fahren. Dazu dann 1 Million öffentliche Ladesäulen. Im Herbst hatte der Bundesverkehrsminister seinen Masterplan Ladeinfrastruktur 2 vorgestellt. Die Elektromobilität wird nur Akzeptanz finden, wenn das Laden so einfach ist wie heute das Tanken. Um den Ausbau der Elektromobilität voranzutreiben, hat die Bundesregierung in den vergangenen Jahren unter anderem private Ladesäulen, die sogenannten Wallboxen, finanziell gefördert. Auch in Schmitten, wo Rainer Kling wohnt, haben sich viele diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Da steht ein Auto dran an der Wallbox. Hier, der hängt an der Wallbox. Dann haben sie hier eine Wallbox. Dann ist hier ein Elektrofahrzeug, das an der Wallbox steht und geladen wird. Wenn sie um die Kurve rumfahren, ist hier eine Wallbox. In Deutschland gibt es somit viel mehr Lademöglichkeiten, als manche vielleicht denken. Derzeit fahren gut 1 Million reine E-Autos auf Deutschlands Straßen. Hinzu kommen rund 865.000 Plug-in-Hybride. Die Zahl öffentlicher Ladesäulen lag zuletzt bei 80.541. Aber es gibt auch noch gut 757.000 geförderte und installierte Wallboxen. Knapp 475.000 weitere sind in Planung. Solche und ähnliche Zahlen kennt man beim Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe nur allzu gut. Till Gnann ist dort der Experte für Elektromobilität. 89% aller Fahrer, so erzählt er, parken ihr E-Auto in der Garage oder direkt am Haus. Die eigene Steckdose ist da oft nicht weit. Die Frage ist halt, brauche ich wirklich so viel öffentliche Ladeinfrastruktur? Weil wir natürlich auch mit anderen Lademöglichkeiten zu Hause, am Arbeitsplatz und gewerblichen Ladepunkten genauso viel oder auch mehr bewirken können. Das sind im Moment die Hauptladestandorte von den meisten Nutzern.
Was der Experte bemängelt, gerade für die privaten Wallboxen gibt es inzwischen keine staatliche KfW-Förderung mehr. Politisch sei das falsche Signal. Es wird trotzdem die Mehrheit der Nutzer zukünftig auch aus meiner Sicht privat laden müssen und dahingehend müsste man eigentlich auch die Förderung ein bisschen stärker ausbauen. Rainer Kling lädt sein Auto fast ausschließlich zu Hause. Nur in Ausnahmefällen nutzt er öffentliche Ladestationen, wenn er zum Beispiel in Urlaub fährt. Bleibt die Frage, wo laden Großstadtbewohner, die keinen eigenen Parkplatz und Anschluss haben? Zum Beispiel auf Parkplätzen von Einkaufszentren oder von Supermärkten, dass die nachts mit Wallboxen ausgestattet zum Laden benutzt werden. Das wären solche Konzepte, die möglicherweise als Ersatz für das, was wir hier haben, oder ähnlich funktionieren können wie hier. Flächendeckend gibt es solche Konzepte aber noch nicht. Vorerst gilt, wer zu Hause lädt und kurze Strecken fährt, kann sein E-Auto vermutlich am meisten genießen.